Hier gibt es in diesem Jahr wieder richtig viele runde Geburtstage. Dazu passen am besten besondere Geburtstagskarten. Hier und heute eine Boxcard für dich, für einen echten Naturliebhaber zum 60. Ich zeige dir in meiner Anleitung die einzelnen Arbeitsschritte bis zum Ergebnis. Verwendet habe ich mehrere Stempelsets, neuere und ältere, und mit Hilfe der Maskiertechnik entsteht diese blühende Gartenlandschaft. Also bleib dran und sei gespannt. Ich bin es auch. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Jo, heute zeige ich eine Boxcard. Ich habe sie noch nicht fertig, aber ich habe schon was vorbereitet. Und wir können gemeinsam basteln. Wenn du dir alle Materialien zurechtlegst, geht das garantiert super. Du weißt ja, die Play-Taste macht das möglich. Es erwarten dich auf meinem Kanal immer wieder regelmäßig kreative Ideen und Anleitungen. Wenn sie dir gefallen, meine Projekte, dann gib mir gern einen Daumen hoch, da freue ich mich riesig. Und abonniere am besten gleich meinen Kanal und klicke auch die Glocke neben den Abo-Button, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Okay, es geht los. Wir brauchen heute für die Boxcard, die ich ausnahmsweise mal in Inch arbeite, einen einen Farbkarton in den Maßen 10 x 12 Inch. Ich habe schon mehrere Boxcards gebastelt, quadratische in Zentimetern aus einem A4-Blatt und auch aus einem A4-Blatt bzw. aus anderthalb A4-Blättern mit Zentimeterangabe, eine in dem, sage mal, üblichen Kartenformat, heute also mal in Inch. Mein Blatt ist 10 x 12 Inch und das falze ich auch gleich. Lege ich in den Papierschneider ein, die kurze Seite links und rechts jeweils bei 2 Inch. Wichtig mit der Falzklinge, links und rechts bei 2 Inch. Und die lange Seite schiebe ich von der einen Seite ein und brauche eine Falzlinie bei 2 Inch, eine bei 4 Inch und auf der anderen Seite ebenfalls eine bei 2 Inch und bei 4 Inch. Das hätte ich jetzt natürlich auch durchschieben können, aber da hätte ich nur so viel Maße merken müssen. Und ich dir dann was Falsches sage, dachte ich mir, mache es so rum. So, jetzt fehlt schon mal als erstes meine allerliebste Schere. Das macht aber nichts, irgendwo wird sie sein. Ich die jetzt Stunden suche, nehme ich mal die große Schere hier. Alle Falzlinien sind soweit fertig. Ich brauche noch 2 Markierungen und Schrägen. Und zwar nehme ich mir dafür das Falzbein. Liegt schon wieder viel durch die Gegend. Heute ist wieder was los hier mit den Händen. So, ich lege mir in das mittlere Feld. Das ist 4 Inch breit. Bei 2 Inch mache ich mir eine Bleistiftmarkierung. Das mache ich auf beiden Seiten, gegenüberliegend, und gehe dann von der Ecke, die hier unten von dieser Kreuzung, nennen wir sie mal, von den inneren Kreuzungen, oben zu meiner Markierung und ziehe eine Schräge und mache das in die andere Richtung natürlich auch. Und auf der gegenüberliegenden Seite, du ahnst es schon, brauchen wir das gleiche. Markierung, Schräge in beide Richtungen. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt also die Schere. Falzen tun wir am besten auch schon. Diese Kanten nach innen und hier einmal nach innen, die innere und dann wieder nach außen, damit wir ein Tor haben. Also nach innen und nach außen. Und im besten Fall, wo ist es, fließt das super genau ab. Das passt. Jo, wir brauchen Felder gar nicht. Und zwar sind das die Quadrate hier ganz außen. Die schneiden wir schon mal locker raus. Wenn wir hier am Schneiden sind, können wir hier gleich weiterschneiden unsere Falzlinie. Also hier für unsere Klebefläche brauchen wir so ein Feld. Nachher klappen wir das, kannst du dir schon vorstellen, hier nach oben. Und das machen wir an allen 4 Seiten, also das äußere Feld ab. Schneiden aber am besten gleich, wenn wir einmal dabei sind, bis zur zweiten Linie das äußere also hier ab. Und hier innen
eine schräge, damit wir dann ein bisschen variieren können, damit das bündig abschließt. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. An der Kante bis zur zweiten Querlinie das erste Quadrat abschneiden und hier einen kleinen Pfeil. Und die letzte Seite auch noch. Und dann sind wir mit der Schneiderei schon durch. Und hier schräg abschneiden. Super, das hat geklappt. Das ist ja schon mal vielversprechend. Ich überlege immer noch, wo meine Schere sein könnte. Wir kennen das schon, irgendwann liegt sie einmal vor uns. So, okay, hier unten das Feld klappen wir nach innen. Wir haben hier ja unsere Schrägen und die klappen wir jetzt nach außen. Beide. Und dann liegen die im besten Fall hier sauber nebeneinander. Dann wird unsere Box auch gut schließen. Und das machen wir gegenüberliegend auch. Wir haben hier unsere Diagonalen eingezeichnet. Die erste Schräge nach unten, die zweite daneben. Und schon passt das. Jetzt kommt der Moment für Klebstoff. Schauen, was da hier so alles da ist. Hier dieses Klebefeld streichen wir ein. Wieder schlecht mit meinem Klebstoff. Die ganzen gesammelten Schätze mit angefangenen Klebedosen. Das passt. Überliegend machen wir das gleich mit. Wir klappen das jetzt nach innen, halten das so hoch und klappen das hier rauf. Hier auch, hier rauf. Und jetzt unsere Diagonale nach innen und das wieder nach außen. Schieben das bündig zusammen, drücken das an. Wenn der Klebstoff nur an den Stellen ist, wo er hinkommt, dann wird das so funktionieren. Und wieder hoch und dann siehst du, die erste Klappe steht. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Die beiden Klebeflächen einstreichen. So, wieder ranklappen. Aufrecht stellen, rechtwinklig, das Dreieck, die Schrägen nach innen und alles zusammenschieben. Und dann passt das. Gut andrücken und fertig ist unsere Boxcard. Das ist die Grundform. Und hier klebe ich nachher mein Motiv rein. Das hätte ich natürlich jetzt schon vorher machen können, aber wir kriegen das auch so reingeklebt. Ich möchte in die Mitte ja dann noch die Jahreszahl stempeln, das mache ich aber später. Das Motiv habe ich schon mal vorbereitet, weil ich dachte, du möchtest mir nicht stundenlang beim Kolorieren zuschauen. Aber ich zeige dir jetzt an der Vorderfront, wie ich das gestaltet habe. Wie das geht mit der Maskiertechnik in dem Fall. Ich habe mir zugeschnitten ein Stück Farbkarton in Grundweiß. Nennt man schon Grundkarton. Die Schere ist immer noch nicht aufgetaucht, aber das lässt uns mal ganz sehr entspannen. Jo, das habe ich zugeschnitten in den Maßen 3 7/8 Inch mal 5 3/4 Inch. Und dieses große Feld habe ich zugeschnitten in 5 3/4 in 5 3/4 mal 7 3/4. Nachher schneide ich einfach nur am Rand 2 gleich große Flächen ab. Die klebe ich innen auf diese Schrägen dort und das dann ganz in die Mitte rein. Gut, und hier werde ich das teilen. Ich habe das deswegen praktisch in diese Richtung etwas breiter, weil ich die Mittelkante direkt aneinander setzen möchte. Warum? Zeige ich dir gleich mit meinem Tor. So, für solche Aufbaulandschaften gilt, wir arbeiten uns von vorne nach hinten. Und es ist praktisch so, dass die Kanten jetzt sich nicht beim Stempeln überschneiden, müssen wir die Maskiertechnik benutzen. Und das, was vorne ist, sehen wir ja als erstes. Und alles andere ist in der Räumlichkeit nach hinten gerückt. Jo, ich habe verwendet das Stempelset ganz neu aus dem Jahreskatalog. Wunderbare Freundschaft, bestellbar ab dem 4. Mai. Dann habe ich verwendet dieses Stempelset mit den Gläsern, daraus nehme ich den Sonnenblumen.
Den guten Launengruß habe ich genommen, da werde ich die Sonnenblume nehmen und nachher auch diesen Geburtstagswunsch und den geheimnisvollen Garten. Ich bin sehr froh, dass der wieder im Katalog drin ist. Jo, wir fangen also vorne mit den Sonnenblumen an. Hier ist schon mal der Stempel. Ich stempel mit Memento, weil ich nachher mit den Blends kolorieren möchte. Ich halte mich hier so ein bisschen an die Aufteilung, dass ich in dieser Höhe, wie hier drüben, den Zaun haben möchte. So viel Platz lasse ich mir jetzt hier vorne. Also für die untere Kante setze ich hier einmal das Motiv so hin. Und das gleiche nochmal daneben. Und auch hier gilt schon die Maskiertechnik. Wenn ich möchte, dass da nichts ineinander gestempelt wird, was ja dann nicht mehr echt aussieht, lege ich einfach meine Maske auf und drücke das zweite ab und dann gibt es hier, wie du siehst, einen guten Übergang. Diesen Stempel brauchen wir schon nicht mehr, das Stempelset auch nicht, legen wir schon mal beiseite. Als nächstes sind die Zäune dran, weil hinter den Zäunen sitzen die Blumen. Okay, dann nehmen wir uns also das Stempelset hier und holen uns den kleinen Zaunstempel raus, setzen ihn auf, wissen aber, merke, ich möchte ja noch das Tor haben, also nehmen wir gleich das ganze Gartentor dazu. Das setzen wir in ähnlicher Höhe hier in die Mitte drauf. Sauber stempeln in der Mitte. Es wird auf keine Pflanze reichen, also kann ich es draufsetzen, ohne zu maskieren. In der Hoffnung, dass es gut abdrückt. Sieht super aus. Dann schon beiseite. Kleinen Zaunelemente links und rechts daneben. Schauen, dass ich in die richtige Höhe komme. Natürlich richtig rum. Nummer 1. Und hier drüben werde ich die Maske nehmen. Du siehst, da unten könnte es sich leicht überschneiden. Also nehme ich mein ausgeschnittenes, auch nicht die Maske erklärt, ne, mein ausgeschnittenes Stück Stempelmotiv und decke es hier drauf. Je exakter du das ausschneidest, umso echter wird das Ganze. Ich habe da ein bisschen gepfuscht, ich gebe es zu. So, das haben wir. Ich suche gerade meine Maske vom Gartentor. Ich schau mal, ob die hier irgendwo rumlungert. Auch in diesem Video wieder das Hauptthema, sie suchte. Aber egal, wir wissen uns ja zu helfen. Also meistens wissen wir uns zu helfen. Jo, das haben wir. Kann auch schon beiseite. Dann sind wir schon bei den Blumenmotiven. Dann nehme ich hier diese beiden Blütenpflanzenelemente und brauche jetzt meine Maske. Und ich wollte ja sowieso zeigen, wie das mit der Maske funktioniert. Also nochmal hier meinen Stempel. Einfach abstempeln auf ein Stück Schmierpapier oder auf einen Klebezettel oder wie auch immer. Und dann einmal locker ausschneiden. Jetzt wäre der Moment für die kleine Schere, du dachtest es schon. Und jetzt schneide ich das einfach grob aus. Ich bin mir sicher, wenn ich das fertig ausgeschnitten habe, werde ich das Element finden auf meinem Arbeitstisch. Ist immer so. Jo, je exakter du das ausschneidest, umso besser funktioniert natürlich die Maske, also die Maskiertechnik. Aber wir zeigen das jetzt mal hier ein bisschen linker, weil ich denke mir, du hast ja nicht ewig Zeit. Auch nicht. So, dort läuft. Man könnte das natürlich auch ausstanzen, aber du weißt ja, bei den Stanzen hat man immer noch so einen Schattenrand ringsrum. Und deswegen würde ich es dann auch wieder nachschneiden müssen. Also mache ich hier die exakte Variante, dass ich genau am schwarzen Rand ausschneide. Aber da geht alles, weil man kann natürlich auch diesen weißen Rand bei der Maskierung nutzen. Das sieht auch nicht schlecht aus. So, okay. Viel erzählt, das legen wir drauf. Meine kleinen Zaunelemente dazu. Wie gesagt, wenn du die jetzt mit Haftis geschnitten hättest, dann würden die noch besser fixiert sein, aber ich werde wieder mal schnell arbeiten.
Und da ist das so. Also dieses Element, hier ist es, wird hier draufgelegt, das Blumenelement, und dann stempel ich das in die Mitte meines Zaunfeldes, dass das so ein bisschen hier rausguckt, und zwar einmal nach dorthin. Und das reicht mir auch schon. Und dann kommt das zweite Element. Kannst du mir mal helfen? Wo liegt es auf dem Arbeitstisch? Bin mir sicher, ich habe es zurechtgelegt. Da ist es. Mann, Mann, Mann. Ich habe es nicht gefunden, aber dann doch. Und das setze ich hier drüben an den Rand, und das kann sogar zweimal hin. Einmal auf beide Zaunelemente. Maske wieder drauf, und damit das Ganze einen schönen Übergang hat, dann nochmal hier an den Rand. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Maske abnehmen. Jetzt haben wir sie hier drüben nochmal. Den Nachrücken drauf. Und einmal noch außen an den. So, ich hoffe, du hast das alles gut gesehen. Maske klebt schon wieder am Stempel. Soweit bin ich hier. Und jetzt kannst du das vergleichen mit diesem. Genau so. Und jetzt kämen die Bäume, aber die möchte ich in dem Fall wirklich nicht hier drauf haben, sondern die setzen wir dann auf die Rückseite der Karte. Können wir gleich machen, weil wir einmal dabei sind. Habe ich mir die für die Rückseite schon mal ein Stück Papier zugeschnitten, auch in Grundweiß. Das ist in 3,3 Inch mal 5 3/4 Inch. Ich packe hier mal ein bisschen was zurecht. Nehme jetzt aus diesem wunderschönen neuen Baumstempelset, du weißt ja, ich bin ein Fan von Bäumen, diesen Grundstempel hier für den Baum als solches. Und da der vollflächig ist, werde ich den in Wildleder stempeln. Und ich setze einfach auf die Rückseite einen Baum an die Seite. Und der Empfänger der Karte ist übrigens ein echter Gartenliebhaber mit Schafen und hast du nicht gesehen. Ich werde dann später noch Schafe drauf montieren, aber das mache ich wirklich später. So, und jetzt haben wir hier für die Baumkrone 2 Elemente, und das können wir übereinander stempeln. Und das machen wir auch. Also es ist dieses 2-Schritte-Stempelset. Ich nehme einmal den einen Stempel in grüner Apfel. Und dann hole ich mir das zweite Stempelelement. Ich mache erstmal meine Schere suchen. Aber damit möchte ich natürlich jetzt hier nicht belästigen. So. Das zweite Element in Olivgrün. Natürlich alle Grüntöne, die man so hat. Und das setze ich jetzt hier oben drauf. Und natürlich habe ich hier unten einen kleinen schwarzen Punkt, wie das gerne ist. Aber ich zeige dir erstmal meinen schönen Baum. So schaut es aus. Und ich könnte das nochmal aufsetzen, um das Ganze noch ein bisschen voller zu schaffen. Und dann nehme ich noch den Buschstempel. Auch da gibt es wieder 2 Elemente, die ich übereinander setzen kann. Ich nehme das erste Element und setze es hier unten hin. Und daneben gleich nochmal. Und dann habe ich mir überlegt, für die Banderole nachher habe ich zugeschnitten 2 Streifen. Dieser Streifen hier ist, ich habe erstmal die ganze Länge eines A4-Blatts genommen und ist 4,5 cm breit. Und dieses Stück ist der Rest von meinem 12x12 Inch Farbkarton. Und hier stempel ich jetzt einfach ganz locker die Krone drauf. Und der Witz ist, den zeige ich dir gleich, was ich hier gerade einen Witz finde. So. Das ist natürlich alles viel exakter. Nummer 1. Und die zweite Krone im anderen Grünton, nämlich in diesem. Kommt hier hin und kommt hier drüben hin und kommt auch hier drauf. Und dann kannst du das wunderschön als Gartenillustration nehmen, natürlich, aber
Du könntest auch die ganze Banderole rumdrehen und hast dann eine Herzbordüre. Finde ich auch ganz witzig, wo es hinpasst, ne? Jo, kleiner Tipp. Das wäre auch ein schönes Pflanzenherz. Okay, heben wir uns schon mal auf, machen wir nachher fertig. Jetzt geht es hier genau weiter. Die Rückseite ist also auch schon fertig. Und jetzt kommt die langwierige Aktion mit der Koloration. Da bin ich mir immer nicht so sicher, macht es Sinn, dass ich dir das zeige oder nicht. Ich zeige es dir jetzt, weil ich will es ja danach schön zusammenkleben und später kolorieren ist blöd. Für das Tor nehme ich Wildleder in dunkel und hell. Mit der dünnen Seite male ich bei den Feldern alles auf der linken Seite praktisch einen Schatten und dann mit dem Wildleder hell auf der anderen Seite. Die Querverstrebungen setze ich dunkel dahinter. Könntest du auch hell machen, würde ich relativ, also es ist, wie du das illustrieren möchtest. Auch hier unten setze ich das mal einmal quer. Da gibt es ja alle Möglichkeiten, wie du dir das am besten vorstellst. Meine Idee ist so. Die Knubbel da oben drauf, die runden Poller, nennen wir sie jetzt mal, die mache ich auch in dunkel. Lässt sich ja dann auch alles immer noch schön verblenden mit dem Farbaufheller. So, und jetzt hell mit dem dünnen daneben. Ineinander vermahlen, dann wird das auch ziemlich echt. So ein bisschen aus wie ein Schatten. Und so ähnlich kolorieren wir jetzt die ganze Landschaft. Oben habe ich schon aus einem älteren Stempelset den Himmel gesetzt. Da gibt es ja bestimmt vieles, was wolkenähnlich ist in deinem Stempelreich. Ansonsten frag mich, empfehle dir dann auch Wolkenstempel. Dunklen Poller habe ich gesagt, aber nicht gemalt. Mache ich auch nochmal mit einem Schatten. Auf der einen Seite ein bisschen dunkler und auf die rechte Seite wieder etwas heller. Jetzt habe ich die beiden Grüntöne, das war ja grüner Apfel und Olivgrün. Mit der dünnen Seite ziehe ich hier erstmal so ganz locker die Stiele. Wie heißen die? Die Pflanzenstiele, oder? Aus dem Stand vergesse ich wieder Wörter, Mann. Also die ziehe ich jetzt hier einfach mal durch. Und hier unten male ich auch schon von diesen Pflanzen etwas im Olivgrün, weil das sieht ganz schicki aus. Das sieht dann so ein bisschen aus wie solche Distelähnlichen Pflanzen. Da kann man ja wieder nach Herzenslust kolorieren. Stundenlang alles schön bunt malen. Notfalls spulst du jetzt einfach vor im Video. Dann geht es nochmal an Wildleder dunkel. Setze ich auf die eine Seite der Sonnenblumen. So. Den Knubbel hier in der Mitte von diesen Pflanzen hier oben mache ich in Wildleder hell. Und den Rest der Sonnenblumenmitte geht auch in hell. Wildleder hell. Könnte man auch Savanne schön nehmen. Und da jetzt nochmal Effekte setzen an die ganz äußerste Seite mit dem Verblender. Alles. Dann sind es hier eine Sorte Gräser, die nehme ich in Abendblau. Weil ich da oben auch 3 Elemente einfach in Abendblau hinsetze, weil ich die auf der Innenseite auch habe. Das sind diese traubenähnlichen Pflanzen. So, ich zeige schon mal, wie weit wir sind. So weit sind wir schon und du siehst, das artet jetzt wirklich in eine Fleißarbeit aus. Ich arbeite für Sonnenblumen gern mit Kürbisgelb und mit einem helleren Gelbton, Mangogelb, so du den noch hast, oder Osterglocke. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ich setze so auf die eine Seite der Blüten, aber auch ein bisschen variiert und ein bisschen schnell, das kennst du ja schon von mir. Kürbisgelb und
koloriere dann weiter von dunkel nach hell mit Mangogelb. Wenn es schnell gehen soll, dann nehme ich wirklich die Pinselspitze und hau das mal so ein bisschen drauf. Mache ich jetzt hier mal, weil ich finde, die Karte soll ja auch gerade so von Entfernung wirken und das macht sie ziemlich gut. Also großflächig mit der Pinselspitze, den Gelbton drauf, den dunkleren und den helleren oben drüber. Da nehme ich jetzt mal exakter die dünne Spitze und male wie üblich die Farben ineinander. Gut, dann nehmen wir noch eine von den Pink-Rottönen. Da hast du ja sicher einen großen Fundus. Da muss ich gar nicht erzählen, was ich hier so nehme. Grün bin ich nochmal bei grüner Apfel. Einmal setze ich so alles ein bisschen in die Lücken dazwischen, weil das kann ja ruhig ein bisschen hingeworfen wirken, aber es wirkt so. Ich zeige das mal hoch. Aber passt trotzdem zu dem anderen. So. Und hier oben diese Blüten, also jetzt habe ich hier noch grüner Apfel hell und das setze ich ruhig hier unten an den Zaun so durchschimmernd ein bisschen flächiger an. Nicht zu viel übers Braun, aber ein bisschen geht das schon. So, und dann kommen die Blüten oben. Arbeite ich nochmal mit Brombeermus hell habe ich und Himbeerrot hell. Das war aber eine nette Kombi. Male das wieder etwas schneller aus, weil du kannst das ja sicher dann gechillt weiter kolorieren, aber ich bin hier so ein bisschen auf der Variante. Das Video soll ja auch nicht zu lang werden. Also mein Hauptproblem. Aber du weißt ja, du kannst ja spulen. So, Brombeermus hell auch mal dazu setzen. Den Blüten aneinander setzen. Schauen, dass das alles recht gefällig aussieht, weil wir wollen ja schon so halbwegs echt an der Natur arbeiten. Zumindest heute auf der Karte. Ganz oben auch noch. Und nochmal mit Grüntönen auffüllen. Und dann nehme ich jetzt grüner Apfel dunkel. Da wo Blätter sein könnten, ein bisschen in die Lücken setzen. Schauen, was ich noch versäumt habe beim Malen. Oben noch ein bisschen. So, und jetzt bringen wir das Ganze gleich zu einem Ende. Das ist dir sicher schon gedacht. Ich hole mir nochmal die Blending, ich weiß den Namen nicht mehr, Blending Pinsel. Du weißt, was ich meine. Notfalls schreibe ich das nochmal drunter in die Box. Nehme das grüne Apfel und gehe hier über diese helle Fläche und auch dazwischen, so dass ich immer noch mal ein bisschen abstreiche auf meinem Schmierblatt, aber dann die restlichen Flächen ausfülle. Ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen dunkler drüber. So, damit das ein schöner Übergang ist. Und das gleiche mache ich mit dem blauen. Und zwar habe ich hier Aquamarin für den Himmel vorhin genommen. Pinsel rein über die Unterlage und hier noch so ein bisschen durch die Lücken da oben. Merke oben immer ein bisschen dunkler als unten. Ich habe auch vor allem da oben ein bisschen grün gematzt. Das hat ja am Himmel nichts zu tun. Also, so. Das ist meine Vorderseite. Jetzt gucken wir mal, dass wir alles schön zu haben. Legen unsere ganze Maskerade, die Maskiertechnik, weißt du, hier drüben hin. Finden garantiert noch das Fehlende, aber egal. Jo, das ist es. Das ist es. Und das und das. Und jetzt setzen wir alles zusammen. Das ist die Rückseite. Okay. Ich nehme meine Schneidemaschine. Ich habe ja gesagt, das ganze Feld ist. Jetzt gehe ich ausnahmsweise mal in die Zentimeter über, also bei 9,8 Zentimeter. Dann setze ich wieder die Querlinie an bei 4,9. Dann müsste ich zwei gleich große Felder haben und im besten Fall geht es in der Mitte durch mein Tor. Siehst du das? Kann ich so aufmachen. Genau. Das haben wir.
Sollte da mal eine Schneidekante hochstehen, streiche sie mit dem Finger nach unten. So, und dann setze ich das ganz sauber hier oben auf. Links und rechts klebe ich es genau auf. Du könntest mit Magneten arbeiten, aber dadurch, dass es am Ende ja eine Banderole drum kriegt, darf das auch dann nicht ganz so fest schließen. Das ist in Ordnung. So, dann wird die Vorderseite aufgeklebt, die eine Seite. Dann haben wir meine Sparkleber. Schön andrücken und schnell abziehen. Das wäre falsch rum. Das muss hin. Gut schieben. Genau an die Kante setzen. Zuklappen. Und die andere Seite an die Kante daneben. Schauen, dass du die Felder richtig rum aufsetzt, damit das Tor wirklich richtig rum sitzt. Und das Ganze schön feststreichen. Schauen, dass hier nichts übersteht. Und dann hast du das. Und das gleiche machen wir jetzt mit diesem Stück für die Mitte. Ich messe das noch mal kurz nach. Mal sehen, ob ich jetzt hier so das sauber hinkriege. Mein Feld ist 19,6 cm beziehungsweise 19,7, 8 3/4 Inch. Und ich würde jetzt in der Mitte, möchte ich ja 7 3/4 Inch, siehst du, da jetzt schon los. Und in der Mitte übrig stehen haben möchte ich ja wie viel? Ich schneide jetzt hier eben einfach bei 1 7/8 Inch durch, also ab, eine Seite und die andere Seite auch bei 1 7/8 Inch und habe dann für die Mitte übrig 10 cm und die passen da super rein, weil man das ja auch relativ glatt übergehen kann. Ich lege das mal hier rein, du weißt ja, ich möchte nachher da noch die Zahl drauf stempeln, aber das mache ich später. Das passt super und jetzt setze ich dann nur noch die richtigen Seiten an die richtige Seite. Hier klebe ich die links und rechts innen rein. Auch das mache ich nachher. Und dann habe ich innen eine schöne Fläche und so, als ob das außen fast weitergeht. Mit Zaun und hast du nicht gesehen. Schön festgeklebt, alles zugemacht. Wunderbar. Auf die Rückseite kommt diese Auflage und da ich die noch schreiben möchte, klebe ich die auch später auf. Du kannst dir das aber vorstellen. Dann habe ich als nächstes die Banderole. Da klebe ich diese beiden Teile aufeinander. Dass der Klebstoff immer all sein muss, wenn ich vor der Kamera bin. Glaubst du, es ist ja wirklich ein Spaß. Ist auch jetzt nicht schlecht vorbereitet. Ich würde sagen, schlecht vorbereitet, aber bitte. Moment. Dafür haben wir Lappen. So. Super. Ist doch noch mitgespielt. Hier schön draufsetzen. Meine Banderolen laufen meistens so, dass ich die hier auflege, vorne festhalte, vorsichtig umknicke, nächste Seite umknicke und dann hier vorne so schneide, dass ich überlappend bin, nämlich in dem Fall so, und das hier auf festklebe. So, das mache ich auch. Das sitzt ziemlich gut, das sitzt nicht zu fest, weil ich möchte nachher nicht so fädeln. Ankleben, nehmen wir doch mal lieber einen Lieblingsklebstoff auf diese Seite innen und auf diese Seite außen setzen wir doppelseitiges Abreißklebeband, ziehen es ab, und zwar die Schutzfolie natürlich nur, und drücken es vorsichtig gerade exakt zusammen. Das passt. Dann hätten wir unsere Sonnenblume. Die habe ich ja aus dem Set Gute Laune Gruß schon vorher gestaltet, zusammen mit den anderen. Setze ich hier in die Mitte auf die Kante. Damit das schön verdeckt ist, suche ich mir die beste Stelle, nämlich so rum. Nehme ich Abstandsklebepunkte. Da habe ich mal neue zurechtgelegt, da bin ich immerhin vorbereitet. Schere suchen wir natürlich immer noch.
Wenn es ein Stift wäre, würde ich sagen, ich habe es hinterm Ohr geklemmt, aber nein, eine Schere. So, mal sehen, wo sie ist. Jetzt gucke ich. So rum sitzt das super. Vorne drauf, siehst ja meine Herzbordüre. Ich habe ja gesagt, ich nehme es in dem Fall doch lieber als Büsche. So. Und dann nehme ich mir ein Strickchen. Da gibt es hier so ganz neue Cordal Basics im Set. Ich habe aber auch noch diesen Faden, den haben wir auch noch. Also nehme ich den mal und wickel den hier zweimal rum. Weil das sieht ja so ein bisschen aus wie diese Gartenbänder, du erinnerst dich, also die man da so im Garten hat, ne? Du weißt, diese ja, Schnüre, mit denen man Pflanzen anbinden kann. Was auch immer, das bin ich hier dran. Schnibbel das auf die gleiche Länge. Rein. Jetzt habe ich mir aus meinem auf ersten Blick allerliebsten Stanzenset, nämlich hier diese Anhänger, den habe ich die Verpackung gehabt, das zeige ich dir. Neuer Katalog, wie heißen sie? Den Namen nicht drin, das ist ja wieder mal typisch, aber diese Stanzen, meine ich, sind die nicht super, mit denen, also sofort verliebt. Hat dann noch solche kleinen Stanzteile, die klebe ich auf das Ende vom Anhänger. Die Pinzette ist immerhin da, wo sie gehört. Die eine Seite, drehe das Ganze um und auf die andere Seite auch. Jetzt ist das schon weg, klebt am Finger. Umdrehen, aufkleben. Fertig. Das haben wir, vorne und hinten. Und darauf setzen wir den Stempel zum Geburtstag. 12 Monate Glück, 52 Wochen Freude und 365 wunderbare Tage. Nochmal ein Stempelblock. Ja, wir nehmen das schon mal in diesem Wildleder. Ich glaube, das passt. Ich hoffe, dass es gleich gut wird. Setzt das hier super locker drauf. So sitzt er. Ich bin zufrieden. Und fühle den hier unten dran. Ne? Relativ klare Sache, kannst du dir ja vorstellen. Mit ein bisschen Luft, dass der Anhänger so ein bisschen tiefer hängt. Kleines Knötchen setzen und kleines Schleifchen binden. Die Ohren der Schleife etwas kürzen. Enden des Bändchens kürzen. Das Ganze schön festziehen. Das passt super. Und du weißt ja, das klebe ich noch fertig. Rückseite dagegen gesetzt. Fertig ist die nächste Boxcard. Die anderen verlinke ich dir, die ich schon gezeigt habe. Eine wunderschöne Geburtstagskarte. Wenn ich Lust habe, werde ich das noch ein bisschen inken. Das mache ich auch, damit das so noch die ähnlichen Farben hat und nicht so ganz weiß vor sich hin glänzt. Ja, das war meine Idee. Meine Boxcard zum Jubiläum für einen Gartenfreund. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Das freut mich riesig. Willst du meine Idee nachbasteln? Speichere sie doch am besten gleich in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Du hast Fragen? Schreib mir, versuch sie zu beantworten. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button, ganz wichtig, kostet alles nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Ideen. Ich wünsche dir nun kreative Zeiten, bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.